Ja, Peter, willkommen in unseren Räumlichkeiten bei MBO. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Das Rudolf-Symposium gibt es heuer im 5. Jahr. Und der Veit Rudolf, der das ins Leben gerufen hat, ist für mich der Vorreiter der Branche. Der hat Bock auf Druck, der will positive Energie weiterbringen, der will junge Menschen wieder in die Branche bringen. Ich würde sagen, der größte Fehler, den wir aktuell machen, wenn wir nach draußen gehen und sagen, die Branche ist nicht tot. Was ist das für eine Aussage für diese Branche? Sondern die Branche lebt und die lebt richtig gut. Und ich sehe das auch bei meinen jungen Mitarbeitern, dass die völlig Lust haben, etwas Schönes zu machen. Wie ist deine Einschätzung in dem Wandel, in dem wir uns jetzt momentan befinden? Wandel meine ich, wir haben auf der einen Seite den konventionellen Offsetdruck. Das Thema digital ist mit Sicherheit ein Thema. Wie siehst du da die Einschätzung in diesem, auch in neuen Geschäftsfeldern, die sich daraus ergeben, mit all den Möglichkeiten, die eine Kombination aus Offset und Digitaldruck bietet oder Digitaldruck alleine? Wie ist deine oder was ist deine Einschätzung für die Zukunft als derjenige, der es jeden Tag macht? Okay, jetzt fangen wir mal an mit der Branche an sich. Ja. Ich glaube, die Branche wird sich, oder jeder Unternehmer wird sich ein Stück weit weiter spezialisieren müssen und wird nicht mehr drum herum kommen, ein Netzwerk aufzubauen. Und da gibt es ja in Bayern, und das finde ich hochspannend, die Druckmacher. Es sind die jungen Wilden, die jungen Unternehmer, die jetzt langsam nachrücken, die heute eine WhatsApp-Gruppe haben. Und wenn ich nicht weiß, wie was funktioniert, dann schreibe ich in die WhatsApp-Gruppe, wer kann das? Und dann meldet sich der Spezialist und sagt, ich kann das. Ich kann das. Und die arbeiten extrem zusammen. Und ich glaube, wir müssen mal, wenn wir heute ein Plakat oder so online einkaufen, müssen wir Flyer Alarm und Co. als Partner sehen. Die brauchen wir genauso. Ich kann das Plakat nicht so günstig produzieren, wie es Flyer. Spezialist, ja. Und das ist er ja. Also Ja, absolut. Im Standardbereich sind die Onliner Spezialisten. Ja, also ich durfte mal reinschauen, ich war völlig begeistert davon. Aber im Gegenzug können die vieles nicht, was wir Kleinen und wir Mittelständler alles können. Und deswegen wird es hoffentlich am Schluss eine Symbiose sein, dass wir nicht mehr auf die anderen mit dem Finger zeigen, sondern dass wir sie als Partner verstehen. Und die das, glaube ich, in Zukunft kapieren, werden am Markt erhalten bleiben. Es wird 100% funktionieren. Da sprichst du genau das Thema Netzwerk an. Und Rudolf-Prinz-Symposium ist jetzt Wiesendanger Medien ja direkt in den Namen nicht drin. Was ist denn eigentlich das Konzept dann hinter dem Rudolf-Prinz-Symposium? Wir wissen, dass sehr, sehr viele Anwender dorthin kommen, aber was wird man denn in Zukunft noch sehen vom Rudolf-Prinz-Symposium? Und es ist von Drucker für Drucker. Also ich lade ja sozusagen auch gerne meine Mitbewerber, meine Partner, meine Kunden, wenn ich das als Druckereien sehe, ein, weil ich zeigen will, was kann ich, was können wir zusammen erreichen. Ja. Und wenn das funktioniert, und somit ist es nächstes Jahr nicht mehr beim Wiesendanger, deswegen komme ich auch nicht im Namen vor und das ist auch gar nicht schlimm, das darf am Veit seine Show bleiben. Nächstes Jahr sind wir an einem anderen Standort, darf ich nicht verraten, aber er ist stark und wir sind inzwischen so weit, dass wir auch den Standort für 2028 schon festgelegt haben. Oh, ist dabei. Und wenn Veit Rudolf Bock hat, dass ich weiter mitmache, mache ich gerne mit, weil er lebt das vor, für das auch ich einstehe und das ist ganz spannend. Somit, also jeder, der noch nicht sich angemeldet hat, wir haben also noch ein paar Restplätze. Drucker, muss ich immer dazu sagen, Zulieferer brauchen wir keine mehr. Bei Sponsoren haben sich wirklich gut gemeldet. Kommt vorbei, schaut euch das an. Man wird wirklich infiziert von dem Spirit, der da ist und man wird danach immer wieder zum Rudolf-Prinz-Symposium oder Drucksymposium gehen. Wie viele Teilnehmer erwartet ihr dieses Jahr? Ja, also wir sind aktuell sind wir 250 Menschen. Okay. Ich weiß nicht, ob mein Haus das verträgt, so viele. Aber wir haben uns mal eine Grenze mit 300 festgelegt. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Luft nach oben, aber nicht mehr viel. Wir waren mal bei 250, bis wir gesagt haben, na, dann nehmen wir halt 300, weil dann die Ersten sich so schnell angemeldet haben. 300 ist das Maximale.
Also ich habe ja euren Geschäftsführer, den Stefan, mal kennengelernt. Dann habe ich ihm vom Rudolf-Symposium erzählt. Der war ganz angetan und hat sich dann bereit erklärt, oder ihr habt euch bereit erklärt, als MBO Co-Sponsor zu werden. Und das Symposium ist immer so aufgebaut, es gibt immer eine Vorabendveranstaltung oder Vor- und Nachmittagsveranstaltung, die komplett dankenderweise von MBO übernommen wird, ausgerichtet wird. Das heißt, wir machen ein paar Vorführungen an den Falzmaschinen und gehen danach zum Druckerstammtisch in eine wirklich schöne bayerische Location. Also werden alle begeistert sein. Peter, wir freuen uns auch riesig schon auf den Abend davor und auch auf die Veranstaltung selbst. Und ich merke deinen Enthusiasmus darauf. Und auch nochmal vielen, vielen Dank, dass du uns hier in Oppenweiler besuchst und wir gleich nochmal gemütlich die Runde hier durchdrehen. Und ihr kommt alle zum Rudolf-Symposium, oder? Ja, wir kommen alle. You too. Okay. Okay.